Hallihallo und herzlich willkommen. Heute mache ich ein Halloween-Tutorial und ich werde eins mit Face Zip machen, also mit einem Reißverschluss, der übers Gesicht geht. Und ich freue mich schon. So, dann lasst uns mal anfangen. Und zwar klebe ich mir jetzt den Reißverschluss mit einem ganz normalen Wimpernkleber hin. Ihr seht, ich habe ja die Wimpern und benutze genau den Wimpernkleber. Bringe den auf den Reißverschluss hinten drauf auf, ziemlich dick. Und dann lasse ich das Ganze kurz antrocknen und drücke es mir dann fest ins Gesicht. Überlegt euch vorher, wo genau ihr den platzieren wollt. Und wichtig ist einfach das antrocknen lassen, bevor es aufklebt, weil es dadurch besser hält. Dann nehme ich einen dunklen Concealer, ihr könnt aber auch ein dunkles Make-up benutzen und bringe das direkt am Reißverschluss auf, um dem Ganzen mehr Kontur zu verleihen, damit es auch mehr Dimension bekommt und aussieht, wie wenn das obere über dem Mundbereich liegt, den ich jetzt gleich anmalen werde. Wenn ich das an Halloween mache, dann werde ich auf jeden Fall den Mundbereich und den Hals runter von Anfang an in einer dunkleren Farbe machen. Das habe ich hier jetzt nicht gemacht. Ihr werdet gleich am Schluss nochmal sehen, warum das besser wäre. Ich male jetzt die Punkte auf. Dazu benutze ich einen ganz normalen Eyeliner, einen Flüssig-Eyeliner und dann male ich mir so Leoparden-Geparden-Muster ins Gesicht. Und jetzt kommt das, was ich gemeint habe. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich den Rest auch noch braun machen sollte. Und dann versuche ich das mit dem Concealer nochmal oben drüber zu machen. Dabei verschwimmen jetzt die Punkte wieder ein bisschen. Und die male ich jetzt nochmal nach. Deshalb, wenn ihr als erstes alles grundiert, wäre es auf jeden Fall besser. Aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. So, jetzt bringe ich noch ein bisschen Puder oben drauf, um das Ganze zu setten. Dann klebe ich mir noch die Wimpern an mit dem Wimpernkleber. Auch die Wimpern vorher antrocknen lassen, bevor ihr sie anklebt, weil der Kleber dann erst richtig hält. Auf beiden Seiten natürlich. So sieht es jetzt grob aus. Jetzt noch ein paar Feinheiten wie Ohrringen und Lidschatten unterhalb meines Auges. Da benutze ich einen ganz dunklen von der Naked Palette. So, jetzt arbeite ich noch ein paar Feinheiten nach und zwar gratis, um die Dimension reinzubringen. Diesen dunklen Lidschatten trage ich jetzt auch noch auf am Reißverschluss entlang. Dann bringe ich ein bisschen Haargel. Ich benutze das von Nusha in meine Haare und wuschel die so wild hin. Ich finde, das passt ziemlich gut dazu. Und fertig. Auf jeden Fall habt ihr jetzt von mir gelernt, grundiert erst euer Gesicht in einem Braunton, dann malt ihr die Punkte auf und ganz am Schluss bringt ihr hier an der Seite vom Reißverschluss noch einen dunklen Lidschatten auf oder auf jeden Fall dunkle Farbe. Das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Dimension und es sieht mehr aus, wie wenn das hier aufgeht und es über dem unteren liegt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Mir macht es auf jeden Fall Spaß mit diesem Reißverschluss. Werde ich bestimmt noch ein bisschen mehr machen. Und dann lasst mir einen Daumen nach oben da oder sagt mir, wie ihr es findet. Okay, ich werde jetzt noch ein bisschen Blut aufbringen, weil ich gerade gemerkt habe, dass es mir nicht gruselig genug ist. Dazu nehme ich ganz einfach Kunstblut. Das bringt man auf und dann läuft es runter wie echtes Blut. Ich verreibe es noch ein bisschen. Dann setze ich mir noch mein neues Haarband von Get Fabulous auf. Das liebe ich ja. Ich finde es richtig schön. Das passt zwar nicht ganz vom Muster, aber mir gefällt der Look so richtig gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Rückmeldung da lasst. Tschüssi!